Ich habe heute ganz einen speziellen Gast bei mir. Er ist Visionär, er ist ein Anpacker, Unternehmer und er hat sich vor allem zum Ziel gesetzt, die Finanzberatung neu zu definieren. Ich freue mich sehr, den CEO und Partner von der SMZH zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Xim Hasani. Hallo Melanie, schön, darf ich da sein. Ich bin eigentlich froh und stolz, habe ich es auch mal geschafft, als Gast bei dir da zu sein. Die SMZH ist schon 2003 gegründet worden und dort mal als Boutique-Berater mit einer Handvoll Mitarbeitenden unterwegs gewesen. Du hast dann später in einer Nachfolgelösung der SMZH übernommen mit einer Handvoll weiteren Aktionären und seither hast du das Unternehmen vollkommen umgebaut und auf Wachstumskurs gebracht. Was war der Auslöser für die Entscheidung? Ich glaube, das sind mehrere Gründe, aber fast mehrere Fragen in einem. Ich glaube, ich sehe es heute noch als Boutique. Ich glaube, dass das der Boutique-Ansatz und ja, die enge Beratung, das Maßgeschneiderte, die persönliche Nähe sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, das Wachstum ist dann irgendwann gekommen als Möglichkeit und Opportunität. Oder? Wir haben am Anfang mit weniger Leuten, mit wenig Gleichgesinnten haben wir probiert und versucht, ist das überhaupt das, was die Kunden möchten? Oder? Ich glaube, viele Unternehmer kennen das, man hat super Ideen, man hat eine super Vision, aber wenn es nicht unbedingt funktioniert, wird es schwierig mit der Umsetzung. Und wir haben am Anfang verschiedene Sachen getestet, haben es probiert, haben gemerkt, dass es Platz hat für unabhängige Beratung. Es hat auch Platz vor allem für unabhängige Beratung, die vor allem von der Banking-Perspektive kommt, wo das Holistische oder eben das Family Office im Vordergrund hat. Und so haben wir dann angefangen, konsequent unsere Vision in eine Strategie umzusetzen und die Strategie in einen Plan, wo wir mit drin sind. Plan oder Strategie, du sagst auch immer, es gibt keine Träume, es gibt Pläne. Ich zitiere dich da sehr gerne, aber lass uns nochmal über die Vision der SMZH reden. Die Vision ist, die Finanzberatung von der Zukunft zu gestalten, unabhängig, innovativ und maßgeschneidert mit Lösungen, die schon heute vom Morgen sind. Wie sieht denn die Finanzberatung von morgen aus? Ja, ich glaube, du hast schon einleitend gesagt, ich möchte Finanzberatung neu definieren oder revolutionieren. Ich glaube, von dem sind wir sehr weit entfernt. Ich glaube, wir möchten sie weiterentwickeln. Ich glaube, weiterentwickeln trifft sehr, sehr gut. Oder? Ich glaube, Finanzberatung von morgen ist sehr nah beim Kunden. Ist sehr komplex. Das bedeutet, man braucht verschiedene Experten, Expertise. Kundennähe ist zentral zu verstehen, was sagt der Kunde, was sagt er nicht, was braucht er oder was denkt er, was er wirklich braucht. Und das in der Kombination mit innovativen Tools, Lösungen, Instrumenten, die es uns ermöglichen, noch mehr Zeit beim Kunden zu investieren und noch vielleicht weniger Fehler zu machen und noch schneller Analysen können zu bewerkstelligen, wo wir überzeugt sind, dass das die Finanzberatung von morgen wird sein. Du betonst auch immer wieder, dass die Finanzberatung in eine Lebensphasenbetreuung transformiert werden soll. Wie genau meinst du das? Also was kann ich mir unter Lebensphasenbetreuung vorstellen? Oder es gibt eigentlich der Hauptgrund für die Aussage, die habe ich irgendwo aus dem Kontext gemacht, ist verschiedene Institute, sei es Banken oder Versicherungen, die beraten ihre Kunden anhand von Segment oder Vermögen. Oder? Und wir haben es eigentlich gekehrt. Wir glauben, dass man den Kunden darf oder muss nach Komplexität betreuen. Das heisst, es gibt auch Kunden mit weniger Vermögen, die aber vor einer sehr komplexen Ausgangslage stehen. Sie sind Unternehmer, sie haben eine Hypothek, sie haben Vorsorgegelder, sie haben ein bisschen Kapital angelegt. Und grundsätzlich sind ihre Bedürfnisse die gleichen wie ein sehr, sehr Vermögender. Und wir glauben, dass mit der Art und Weise, dass man anhand von der Lebensphasen oder eben Komplexität den Kunden betreut, der Kunde ganz einen anderen Ansatz bekommt. Das heisst, es gibt keine Limitierung. Oder? Wir sagen ja immer bei uns, unser Ursprung ist Ultra High Net Worth, Individual Banking oder Family Office oder ganzheitliche, hochwertige Betreuung mit Rechtsanwälten, mit Steuerexperten, mit Anlageexperten. Und wir möchten das jedermann zur Verfügung stellen, wo das gerne hat oder wo das auch braucht. Und wir haben gesehen, dass in der Tendenz gibt es Kundensegmente, ob das bei Versicherungen oder bei Banken sind, die underserviced sind. Oder? Underserviced heisst nicht, dass die etwas schlecht machen. Das will ich mir nie anmassen, irgendwo zu beurteilen zu können, aber die persönliche Nähe fehlt. Sprich, bei gewissen Instituten hat man bei 3 Millionen Vermögen und 3 Millionen Hypotheken ist man im Contact Center betreut. Das heisst, man hat keine persönliche Betreuung. Man läutet da, muss sich identifizieren. Und das sind alles
Themen, die wir glauben, die es sehr schwierig macht, den Kunden richtig zu verstehen, mit dem Kunden zusammen zu wachsen, seine Situation zu verstehen und ihm auch zu helfen. Ich meine, wir haben heute ein bisschen mehr als 16'000 Kunden. Wir können unseren Kunden auch mit auf den Weg gehen und sagen, in 100 anderen Fällen haben wir das und das gemacht, das ist sehr gut gelaufen oder weniger gut gelaufen. Und darum glaubt man, dass die Betrachtung von der Lebensphase, das sage ich auch, das ist ja nicht etwas Neues, das haben alle anderen auch schon versucht. Ich glaube, dass die Weiterentwicklung kombiniert mit der Nähe zum Kunden, mit dem Verständnis von der Situation holistisch, mit dem Verständnis für bankable und non-bankable Assets, mit dem Verständnis von Risiken, von Versicherungen, von Vorsorgen, von Immobilienthemen, dass das ist, wo der Kunde in der Zukunft noch viel mehr wird brauchen. Weil ich glaube, dass die klassische Kundenbetreuung, wo ein Kunde ein paar Aktien hat und Bonds, oder man sieht, die Tendenz wird das immer weniger der Fall sein. Auch alle anderen Kunden, die vielleicht jetzt weniger Vermögen haben, um so viele Anlagen zu machen, möchten aber sparen. Sie haben gewisse Ziele, sie möchten Wohneigentum, sie haben Ideen und Wünsche und dass man sie dort begleitet. Das Begleiten ist sehr wichtig, vor allem auch durch die Lebensphasen durch. Das hat aber auch eine Langfristigkeit per se. Ist das heutzutage überhaupt noch möglich? Gibt es den Kunden, der noch loyal ist? Ich meine, unter Umständen ist der auch über mehrere Jahre bei einer Bank gewesen. Warum soll er dann mehrere Jahre einem Berater treu bleiben? Ich glaube, der Kunde ist in der Lage zu verstehen, dass ein unabhängiger Berater, egal ob das wir sind oder ein anderer, dass der am Tisch von der Seite vom Kunden hockt. Oder? Und dass die Banken oder die Versicherungen oder auch andere Institute, die sind sehr gut für in gewissen Phasen und zu gewissen Themen. Ich glaube, der Kunde versteht, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass eine Bank oder Versicherung für jedes Thema von ihm in jeder Phase nur die bestmögliche Lösung hat. Oder? Ich glaube, und demzufolge glauben wir, dass die Loyalität gegenüber Institutionen abgenommen hat. Weil die hat auf die andere Seite abgenommen. Oder eine Bank hat eine Veränderung von einem Marktumfeld zu kämpfen, Risikoappetit, regulatorische Anforderungen, Versicherung dasselbe, Kapitalanforderungen. Und der Kunde ist, glaube ich, so, er ist so reif und so weit entwickelt, dass er weiss, ich brauche jemanden, der mir vielleicht das Cockpit zur Verfügung stellt, wo die Lösungen und die Themen sind eine Variable, oder? Und nicht das Thema per se. Du beratest nach wie vor einige Kunden selber und ich weiss auch, dass dir das wirklich am Herzen liegt. Und ich weiss auch, dass dich dort besonders reizt, Unternehmer, die gleichzeitig auch Privatpersonen sind, zu begleiten, dass sie eine Symbiose zwischen ihrem Unternehmen und sich selber als Privatperson finden. Warum fasziniert dich das so? Ich glaube, ich finde es immer sehr eindrücklich, von diesen Menschen zu lernen. Oder? Ich glaube, es ist nie ein Zufall, dass jemand sehr erfolgreich oder dadurch in den meisten Fällen sehr vermögend ist. Oder? Und demzufolge inspiriert mich das, auch der Austausch. Und ich meine nicht, dass ich mich jetzt als Mega-Unternehmer sehe, aber teilweise habe ich ähnliche Herausforderungen. Und ich glaube, ich verstehe sehr gut, was der eine oder andere durchmacht. Das ist mir auch sehr wichtig. Oder? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man heute Leadership by Example vorleben kann. Es ist unglaublich wertvoll, wenn auch meine Leute sehen, hey, wow, der ist selber noch kundennäher und der Kunde im Mittelpunkt, dass wir es ausleben und vorleben und auch die Komplexität in der holistischen Beratung verstehen. Also es ist für mich in vielerlei Hinsicht sehr wichtig. Oder? Das eine, das können vorleben, am Puls zu verstehen, was sind Themen. Das andere auch der Austausch, natürlich mit anderen oder, CEOs oder Top-Executives oder Firmeneigentümern. Man muss natürlich auch ganz klar verstehen, dass für viele Eigentümer oder viele Menschen auf C-Level es selbstverständlich ist, dass sie Anspruch haben, auf C-Level einen Counterpart zu haben. Ich glaube, das ist auch wichtig, da müssen wir auch gerecht werden. Und das Dritte ist eben zu sehen, wie entwickelt sich Beratung und Bedürfnisse und Themen. Ich erlebe dich auch als jemand, der sich extrem mit den Leuten identifiziert, jetzt ganz egal, auf welchem Level das ist, oder auch du betonst es auch immer wieder, wir haben die gleichen Instrumente, egal auf welcher Lebensphase, in welcher Situation, in welchem Alter, mit welchem Vermögen du zu der SMZH kommst. Die SMZH ist immer noch in der Wachstumsphase, wird auch in den nächsten Jahren voll im Gang sein, so ist der Plan. Eine oft genannte Zielgröße sind 300 Mitarbeitende. Wie findest du die geeigneten Leute für die SMZH? Ich finde sehr viele sehr gute Leute. Und wir haben es vorhin gehabt, oder? Ich glaube, wir haben uns müssen umstellen und verändern und weiterentwickeln in der Form, dass wir nicht zum Perfect Match
gesucht haben, sondern zum Perfect Potential. Oder was heisst das? Wir haben gelernt oder gemerkt, dass wir die Leute, die zu uns passen, die bringen einen super Rucksack mit, müssen aber gleichzeitig sehr einen grossen Leistungswillen, Lernbereitschaft, eine Lernfähigkeit und einen Drang nach Weiterentwicklung mit sich bringen, dass sie dann in 2 oder 3 Jahren noch einen Schritt weiter sind als die Entwicklung von unserer Unternehmung. Und dort versuchen wir auf verschiedenen Arten an neue oder die bestmöglichen Leute für uns zu gewinnen. Wir merken, dass es geht auf Top-Level ein bisschen einfacher, wo wir dann die Leute können sehr gut begeistern für die SMZ haben. Und wir merken, dass in anderen Funktionen mit mir halt noch ein bisschen mehr in die Vorleistung gehen. Das heisst, wir müssen in der Lage sein, Talente zu erkennen. Wir müssen in der Lage sein, die Menschen zu entwickeln, ihnen eine Möglichkeit geben, wo sie sich einbringen können, wo sie ihre persönlichen, eigenen Ziele erreichen können und mit dem zu den Unternehmenszielen zu beitragen. Und das ist nicht immer nur jemand, der von einer Bank oder von einer Versicherung kommt. Weil nicht, dass die nicht gut sind, die sind mindestens so gut. Aber die sind natürlich jetzt in einer anderen Form, in einer anderen unternehmerischen Kultur unterwegs gewesen. Und darum sind für uns auch Einsteiger oder Quereinsteiger sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist immer wichtig zum Verstehen. Oder? Ich glaube, als wir vor 7 Jahren von Quereinsteigern geredet haben, haben wir noch Angst gehabt, nicht Angst, aber Respekt gehabt, dass wir dort oder dann Leute, die aus ganz branchenfremden Themen kommen und heute darf man stolz sagen. Ich meine, bei uns heute ein Quereinsteiger ist jemand, der das KV gemacht hat, vielleicht in einer Gemeinde, beim Kanton oder Informatik oder etwas anderes. Also, oder? Es ist nicht so, als wäre das ein Quereinstieg, wo man sagt, man hat viele zu grosse Barrieren, sondern es sind wirklich Leute, die sagen, hey, ich bin in einem Umfeld, wo ich sehr viel gelernt habe, wo aber mein Leistungsdurst noch nicht gestillt ist und das Umfeld nicht so da ist, um mich zu fordern und fördern. Fordern und fördern. Du hast es gerade angesprochen, Quereinsteiger. Du hast auch angesprochen, dass was man mitbringen kann als neue Mitarbeiter ist vor allem der Lernwille und sich weiterzuentwickeln. Du selber hast in jungen Jahren ein Quereinsteigerprogramm gemacht bei der Credit Suisse, bist so beim Banking gelandet schlussendlich, was offensichtlich der Grundstein war für doch einen sehr beeindruckenden Werdegang. Ist die persönliche Erfahrung der Grund dafür, dass du die Türen so weit aufmachst für Quereinsteiger? Ja. Also nicht allein, oder? Ich glaube, wir sehen auch andere Unternehmungen, die das sehr erfolgreich bieten. Ich glaube, oder? Ich glaube, das ist ja normal, wenn man von Weiterentwicklung redet, und dann braucht man auch andere Skills. Oder? Man braucht technische Analyse, die Leute aus einem technischen Job. Man braucht aber auch das verkäuferische Flair, das jemand aus einem anderen Bereich mit dir bringt. Ich glaube, dass es sehr wertvoll und sehr wichtig ist für ein Unternehmen, aber auch für eine Branche, die Fähigkeit zu haben, auch Leute aus einem anderen Umfeld mit ihren Stärken einzusetzen, zu integrieren, sie weiterzuentwickeln, für das zu begeistern und ab und an halt auch als Sprungbrett zu dienen. Oder? Das merken wir. Wir merken, dass Berater, die bei uns über ein Einstiegsprogramm gemacht haben und über einen gewissen Zeitraum bei uns erfolgreich gewesen sind, sehr, sehr gewollte Ziele sind auch für andere Versicherungen oder Finanzdienstleister. Und das ist eine Form von einem Kompliment. Das ist auch ein Thema, wo wir wissen, dass es halt auch dazugehört. Und man kann einem Quereinsteiger auch nicht übel nehmen. Das heißt, mein Traum ist es mal, bei einem Grosskonzern oder bei einem Grossunternehmen zu arbeiten. Jedoch ist halt das ein wichtiges Instrument, um Talent zu erkennen, weiterzuentwickeln und ihnen die Möglichkeit geben, eine neue Branche langfristig Fuß zu fassen. Darum ist es auch bei uns wichtig, oder? Bei dem Einstiegsprogramm haben wir einen 18-monatigen Plan mit On-the-Job- und Off-the-Job-Ausbildungen, wo man wirklich ganz klare Vorstellungen hat. Auch, ich meine, bei der Entschädigung, die Leute haben immer das Gefühl, oh nein, die haben keinen Fixlohn oder wie auch immer. Ich glaube, das haben wir auch müssen lernen über die Zeit, dass wir marktfähige, auch Fest- oder Fixlöhne zahlen, um die guten und richtigen Leute zu bekommen, die sagen, hey, uns ist eine leistungsgerechte Entlöhnung schon wichtig, aber wir haben ein gewisses Stadium in unserem Leben mit gewissen Fixkosten, wo das muss abdeckt sein. Und das sind alles Parameter und Instrumente, die ineinander führen, wo ich überzeugt bin, dass das ein wichtiger Treiber kann sein und wird sein für unsere Zukunft. Das allein wird es nicht sein, aber ich glaube, die Mischung auch da macht es in der Regel aus. Kommen wir ans Ende des Gesprächs. Ich habe noch 2 abschliessende Fragen. Also wir haben vorhin gehört, die 300 Mitarbeitenden, die doch noch da stehen. Du bezeichnest es aber dann auch immer noch als Boutique-Berater. Fast forward, 5 Jahre voraus.
Erzähl mir in der Retrospektive, was mit der SMZ da passiert ist. Ja, die SMZ hat natürlich schon sehr viel von der Entwicklung vorweggenommen. Oder? Mit Pfäffikon haben wir unseren 12. Standort eröffnet. Wir werden in den nächsten 2 Monaten mit Sursee den 13. Standort eröffnen. Du siehst, mit 313 sind wir immer in diesen Glücks- oder Unglückszahlen, je nach Perspektive. Ich gehe davon aus, das sind Glückszahlen. Haben wir sehr viel von der Infrastruktur vorweggenommen, von dem Wachstum. Oder? Wir haben über alles knapp 400 Arbeitsplätze geschaffen, wo es einfach gilt, in den nächsten 3 Jahren mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kundinnen und Kunden zu füllen. Und darum sind wir überzeugt, dass wir diesen Plan umsetzen können. Und das ist die Frage, eben, haben wir das schon in 3 Jahren oder erst in 5 Jahren geschafft? Das hängt dann nicht nur von uns ab, sondern da gibt es noch andere Rahmenbedingungen, die auch passen müssen. Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen, die Ziele zu erreichen und dass man sagt, wow, wir sind jetzt ein Unternehmen, eine etablierte Boutique mit halt vielleicht ein bisschen mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an diesen 13 Standorten sehr nahe an ihren Kunden ist, wo wahrgenommen wird als spezialisierter Generalist, der weiss, egal ob Unternehmer, Privatpersonen, Immobilienkunden, Immobilienentwickler am richtigen Ort sind mit der bestmöglichen Betreuung, Begleitung und Beratung. Mit den Lösungen, die schon heute vom morgen sind. Xim, wo bist denn du in 5 Jahren? Gute Frage. Also mein Plan ist ich finde es ein mega Privileg, das so zu machen mit meinem Team und unseren Leuten. Aber natürlich ist meine Hauptaufgabe auch in den nächsten 5 Jahren, jemanden auszubilden und weiterzuentwickeln und die Möglichkeit geben, dass er meinen Job machen kann. Ich glaube, oder? Es wäre blöd, wenn ich nicht jemandem könnte die Möglichkeit geben, der einen Coach hat wie mich, dass der in 5 Jahren müsste ja viel besser sein, als ich das heute bin. Und ich glaube, die Challenge muss ich auch für mich selber wahrnehmen. Oder? Ich rede immer von der Weiterentwicklung, ich rede immer davon, dass man muss, mehr oder anders machen, am besten beides. Oder ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch dort sich überlegt, wie könnte das aussehen. Die Leute sagen damals so schnelles Wachstum. Ich habe die letzten 7 Jahre als sehr intensiv und eigentlich nicht so schnell wahrgenommen. Frage von der Perspektive. Genau. Und ich glaube, ich habe noch viele andere Sachen, die ich sehr, sehr gerne mache, die unglaublich spannend sind. Und ich glaube auch, dass ich einfach für diese Phasen, oder sage ich immer, sind meine Skills, bin ich überzeugt, oder hoffe ich zumindest die richtigen, wenn es um Wachstum geht, um Aufbau, um Etablieren. Und womöglich braucht es dann nachher auch eine andere Form von Leadership, wo andere Themen, andere Skills mit ihr bringt, wo die Transformation dann in eine andere Stufe kann bringen. Vielleicht kommt ja einer und sagt, hey Xim, du redest da die letzten Jahre von diesen 300, vielleicht müssen es ja 3000 sein, vielleicht sagt auch jemand, du, es ist auch so gut und wir können jetzt das Schiff so manövrieren, das passt so. Und ich glaube, dort muss ich auch, oder das, was ich von anderen fordere, wieder vorleben und offen sein in alle Richtungen. Und ja, ich bin überzeugt, dass ich in 5 Jahren sehr zufrieden kann zurückschauen, auch sehr viele Erfahrungen, auch Erfolg oder teilweise halt auch Misserfolg, wie sie dazugehören und sehr viel gelernt und hoffentlich in der Mehrheit der Fälle die richtigen Entscheidungen gefällt haben, dass wir dort sind, wo wir alle möchten sein. Vielen herzlichen Dank, Xim, für das Gespräch. Ich sehe und spüre, dass du das Thema Transformation und Weiterentwicklung auf jeder Perspektive lebst. Schön, bist du da gewesen. Dankeschön für die Einladung, es war wirklich schön gewesen.